Leute, herzlich willkommen zum Erkundungsteil dieser Folge. Wir sehen uns wieder die Gespräche an. Ja, wir hören sie uns an. Und sehen sie uns an. Ich sehe mir den Text und an. lesen sie uns an. Ich habe meinen Kopfhörer auf stumm gestellt. Achso, dann höre nur ich sie an. Gut. Its reputation for durability is equal to that of Aryan Road. Are we really going to leave this to Claude? With a plan concocted by Hilda of all people? Ich bin mir auch nicht mehr so ganz sicher. Ich bin mir da auch nicht so sicher. I thought you might be, with how secretively that man devises his schemes. Let us hope the end result is not too outlandish. Weiter. Er hat schon recht. Ein Plan von Knort gespielt und verfeinert von Hilda. Das können wir gleich bei hier, ich wollte gerade bei Eldegard sagen. Ja, ihr könnt uns festnehmen. Hier sind wir. Hallo, wir sind bereit, uns festnehmen zu lassen. Ja. Klopfen wir doch einfach ans Tor. I have a question for you. Macht mal bitte auf, wir wollen uns festnehmen lassen. Und dann sind wir referring drin. to that Imperial General who has been operating under that moniker. Ich habe schon viel von ihnen, ja. Ich habe noch nie von ihnen gehört. Wer ist Wer ist das? das? Certain yet, but I get the feeling we'll kenne have ihn to nicht. face him soon enough. Ich habe ihn schon oft genug umgebracht. Wer war es doch gleich? Ich meine, umbringen ist ja nicht immer umbringen in diesem Spiel. Es ist ja auch einfach manchmal auch zurückschlagen, in die Flucht schlagen. Ja, der Todesritter, der ist schon tot. I never used to care whether I lived or Bevor er es died. wusste. But after seeing so much death firsthand, I now realize how precious life truly is. I'm ashamed of how arrogant I was to think that death could mean so little. Das finde ich immer sehr schön in diesem Spiel übrigens, dass die Charaktere bis am Ende noch Sachen dazulernen und so ihre Charakterentwicklung haben in diesem I have Gespräch. to Ja. recognize everyone. Their faces have changed so much. More experience in the eyes, and more pain. I'm glad that they're stronger, but I hate to think they've all become hardened killers. Look after them, okay? Try to keep them on the straight and narrow. Ja, Versuchen wir. Wir können nichts versprechen. nein, ich rede nicht mit dir. So. Das ist übrigens unser Spion, wollte ich beim letzten Mal sagen. Das ist unser einziges Spion, darum können wir die auch nicht eingeschleust. Greetings, Ja. Professor. Nothing to report. Der muss hier Is stehen it true that bleiben. we'll be assaulting Fort Mercius next? Kann That nicht weiter. doesn't sound like the brightest idea. I've heard that it's built to withstand an attack from even the largest of armies. And not to tell you how to do your job, but don't do it. I'm not ready to say my final goodbyes to everyone. Der ist aber auch pessimistisch. Der traut uns nicht mehr zu, dass wir überleben. Claude takes care of the strategy, you direct the Der troops, ist- and the der rest ist of us schlau. focus on the Böse. fighting. Ja. As long as the system keeps working, we can win any battle, no matter the odds. That's what everyone's saying, anyway. Hope you can keep up with our expectations, Professor. Ja, auf jeden Fall. Ja, Ich glaube nicht, dass er das halten kann. Professor, Standing Das face schaffst to du schon. face with those whom I went to school with. On the field of battle. How inhuman war is. How horrifying. My heart feels shattered. It is my hope that this war marks the end of such foolish behavior. Ja, es ist irgendwie. Nach diesem Mark-Chapter sind die auch alle nicht mehr so motiviert, muss ich sagen, ne? Also Das nach dem stimmt. Round-of-Field-Chapter. Außer Raphael, der hat Hunger. You Ja. know when you work your muscles and they start screaming? Nicht so wie er That lächelt. means you gotta be nice to them. If your muscles are hungry, you gotta feed them. And let them rest when they're tired. Ich verstehe nicht, wie man das schafft. What do you mean how? You just gotta eat and sleep. It's pretty obvious. What's with the Ja. confused face, Professor? You look like you don't get a word I'm saying. Wie, du verstehst, ich esse und schlafe. Und dann schlafe ich und esse ich. Schlafessen, ja. Oder Essschlafen. Ich Schlafesser. Professor, as I suspected, they seem to be supporting the Essschlafer? Imperial Army now. Though I don't quite know who So. they are yet. Nor do I know what tricks they'll use against us next. We can't afford to let our guard down. Jetzt. Das wird nicht gut ausgehen, wenn wir unseren Guard down lassen da. Ja, das definitiv. The battle at Gronder Field was gruesome, wasn't it? But Ja. perhaps it's irresponsible to look away. To close our eyes to the horrors of war.
solltest dich nicht zu dich zwingen. Thank you. But I think I do, actually. As survivors, we must ensure that all these lives were not lost in vain. We must see the tragic foundations upon which we'll build our future. May an age of peace rise from the ashes, so that all this sacrifice means something. Oh je. Das ist halt auch so ein gutes Fire Emblem, weil du die ganzen Charaktere kennenlernst in diesen ganz verschiedenen Routen und dann gegeneinander kämpfen musst. Und damit ist es, glaube ich, auch ein sehr gutes Fire Emblem, finde ich. Das stimmt. I think. Hilda's quite a tactician, disguising ourselves as enemy soldiers to sneak in undetected. A stroke of brilliance. With this strategy, we can really snatch victory from the jaws of deceit. Ich frage mich dann, warum das nicht jeder macht. Ein fürstliches Wortspiel, mein Freund. Ah, rats. You've seen through my cunning punning. Aha. Okay, ich gehe aber wieder. So einfach, jetzt habe ich Angst, dass schon die feindlichen Soldaten bei uns sind. I've reached out through all of my channels, but there are limits to these things. I'll have to recruit an entire town's worth of people if I ever plan on making enough Imperial uniforms. Ja. Wie? Können wir nicht einfach Leute umbringen und die Rüstung anziehen? Wieso müssen wir die selbst herstellen? Ja, was dachtest du denn? Also, wahrscheinlich passt keine Rüstung für Raphael. Ja, das ist eben das. Each time we take a step forward, more blood is spilled. But by spilling that blood, we're able to take yet another step forward. War is always a cruel affair. But luckily, we have each other to lean on. We've steeled our hearts. We won't be broken. Bevor so zuversichtliche Freunde zu haben, ich frage mich, ob wir auch zu den anderen sind. Ja, gute Couldn't Freunde. agree more. Without them, we could never have made it this far. Oh, and about taking the fort, I'll need a tad more time to prepare our plan. It's called an impregnable fortress for a reason, after all. My contingencies need contingencies this time, or we may not pull it off. Ich weiß nicht warum, aber ich muss die ganze Zeit an den Mittelfrank I denken. wonder how far we can get with this plan. Dressing up like Imperial soldiers to sneak in. Claude said it could use some refinement. Any ideas? Weil das hat bei Star Wars auch funktioniert. Die Rüstungen waschen, bevor man sie anzieht. Wir könnten dich als Kaiserin verkleiden. Oh, Wir könnten Cloud als Frau verkleiden, ja! Ja, beides. Ich klicke noch unter. Ich klicke noch unter Spielbilder ohne. Claude dressed as a woman? I don't understand what the point of that would be. Warum nicht? On second thought, let's just stick to the plan as originally conceived. That seems safer. Nein. Warum? Ich meine, wir können sie auch nicht als Edelgard verkleiden, weil sie hat ein bisschen zu pinke Haare und Augen und so. Machen wir das mit Lissifia. Okay, das nehmen wir. Zwar ein bisschen klein. Hier ein paar höhere Schuhe an. Riches and poverty, glory and failure. That city has it all. And if I'm honest, sometimes I miss it. That's how the past works, though, isn't it? It's always a different story than what you really lived. Guck mal, die denkt genauso wie ich gerade, nur an den Mittelfrank. Ja. Fort Mercius is the Empire's single most fortified military installation. Utterly impregnable, they say. I wonder, do you happen to know the nickname given to Fort Mercius? Haben wir, glaube ich, schon öfters gehört, oder? Ja, die Unbeugsame. Also die Fort Medaillon ist bei Golden Dias. Die silberne Jungfrau ist ein Kaiserreich, Königreich, und die Unbeugsame ist ein Kaiserreich. Indeed, a very good answer. But of course, you'd know that. Seems Fodlands give everyone and everything a nickname. Why, you were called the Ashen Demon. Myself, I have been called the Father of Crestology, which is a nickname as well as a title, I suppose. Ich finde meiner klingt cooler. Der Aschendämon. Der Aschenbecher. Der Aschenbecher. I can see further than most other people can see. But I can't figure the point of seeing further than an arrow can fly, since I can't shoot what I see. Du
könntest Feinde früher erkennen, du könntest unser Ziel schneller erreichen. Yeah, I suppose it could be real useful for finding Lady Rhea, too. Thanks, Professor. I think I get it now. I'm gonna put my eyes to real good use. Was ein Adler. Fort Merceus is a keep that was constructed to defend the imperial capital, Enbar. We cannot enter the capital without first capturing that fort. But once we have it, the city should be almost entirely at our mercy. Whatever strategy you have in mind, I have faith that it will lead to victory. Das wird schon alles gut laufen, keine Sorge. Ich meine, wir sehen ja eh gleich jetzt, was uns da so erwartet, oder Nils? In Fort Merceus. Ja. Also bis gleich. Definitiv. Weiter geht es. Machen wir eine Runde ausruhen, damit bei uns nochmal die ganzen Sachen aufgefüllt werden. Okay, dann wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Wir ruhen uns jetzt aus. So, ja. I delivered our letter to Fort Merceus. I don't think they suspected anything. I knew I was right to entrust that task to you. You've got that honest kind of face that makes it easy to fool people. Is that meant to be a compliment? What did you write in the letter? I informed them that reinforcements were on the way. It would have been suspicious for troops to show up unannounced. So, the plan is... We'll disguise ourselves as reinforcements from the Imperial capital and sneak into Fort Merceus. Oh, you used my disguise plan after all. We've also procured Imperial Army uniforms. Ooh, good work. I knew this was the only way. However, that alone wouldn't be enough. You did say the plan needed a little more refinement. Are you going to dress up like Edelgard, Claude? I'm not sure that would accomplish much. In the letter, I included the name of the Imperial General leading the reinforcements. While we're heading to the fort, a separate army is going to attack us. We're going to be attacked? That's all just for show, though. It'll be our allies who are attacking us. Oh, I get it. We're going to make it look like the Alliance is attacking Imperial reinforcements. Right. When the troops in the fortress panic and open up the gates, we're in. I'd love nothing more than for this plan to work, but I've got some bad news for you. Apparently, the notorious Death Knight has been placed in charge of defending Fort Merceus. The one who kidnapped Flame. The Death Knight. I did not wish to ever think of him again. He got some acclaim in the battle to subjugate Western Fargus. They say he holds the most military prowess in the Empire. Even so, we've got Teach here to command us. All will be well. You have to trust us. So your big plan is to just trust your professor? Really, boy? Under the professor's guidance, I'm sure we'll manage somehow. We're counting on the tactics you learned from Captain Gerald. Prepare yourselves, everyone. It's time. Teach, this is for your ears only, but there's actually one more part to my plan. I had hoped it wouldn't come to this, but I have no choice. Ich finde schön, dass sein Plan ist, wir verlassen uns einfach auf unseren Lehrer. Das ist schon der Plan, der wird schon funktionieren. Der hat schon immer funktioniert bisher. Ach. Hat uns Was nie soll da schon enttäuscht. schief gehen? Keine Wahl, was ist für eine Wahl? We can't afford to hold anything back. Thanks to Edelgard's strength, the Imperial Army is more unified than I would have expected. It was a painful realization, but after our battle at Gronder Field, it's clear that we can't win if we don't pull out all the stops. I also realized something else during that battle. There really is something special about you, Teach. The reason we were all able to keep our cool in the midst of the chaos was because we all trust in you, in your command and in your strength. Everyone here believes that we will win as long as we have you on our side. Our faith in you is borderline religious. You and I, we have what it takes to free Fodlan from the Empire's rule. I know in my heart that we'll make it through to witness the world after all the fighting has ceased. That woman approaches. Who are you talking about? You don't mean that professor, do you? It doesn't matter. No one can take this fortress. Sounds like a bother. I'll be taking a nap about now. Will Death's scythe claim you? Or will I fall to that sword of yours?
finde es wirklich mal interessant zu sehen, wie da 2 Charaktere, die wir eigentlich ganz gut kennen, einfach als Gegner da mit Death Knight rumstehen. Ja, die einfach, das sind seine Freunde. Der neue Club. Was sagt ihr zu meinen besten Freunde? Wen werden wir zuerst töten? Jetzt Death Knights beste Freunde. Ich stelle mir dieses Dreieck so komisch vor, zwischen Linda und Kaspar und Death Knight. Gute Freunde. Der eine will alles umbringen, der andere ist volle Tatendrang, der andere will jetzt schlafen. Jonas, so stelle ich mir dann die letzte Staffel vor. Ja. Ich freue mich drauf. Knowing this risk, Claude and a select few advance, hoping to gain entry to the fort through deception. Und es klappt anscheinend nicht, da wir kämpfen müssen. Preis. Ja, irgendwie nicht. Seltsam. Oh Junge. Wer hätte gedacht, dass wir in Fire Emblem kämpfen müssen, dass das nicht einfach funktioniert, uns vorbeizuschleichen. Fire Emblem und kämpfen? Was? Guck mal, das ist das gute Fire Emblem. Wir können uns im Ladebildschirm bewegen. Jo. Ein guter Ladebildschirm. So. Ich würde mal sagen, wir nehmen auf jeden Fall unseren ganzen Klassenmitglieder mit. Ja. Ignaz, Lawrence, Marianne. Hab ich irgendjemanden vergessen? Flake kann ich noch mitnehmen? Nee, sonst habe ich alle. Wen nehme ich denn noch mit? Brauche noch einen Tank. Das hat ziemlich einfach beantwortet, die Frage, wie ich noch mitnehme. So, dann kriegst du Manuela. Du kriegst den Manuel. Hallo, ich bin der Manuel. Der Manuel. Der Mangoel. Ja, der Mangoel. Wir haben uns immer noch nicht entschieden, wer wen heiraten soll. Irgendwie nicht, das stimmt. Dann müssen wir uns mal hinsetzen. Irgendwann, Jonas. Irgendwann machen wir das mal. Ich erinnere dich nach der Folge nochmal. Irgendwann ist es soweit. Du kannst mir nicht entkommen. So, Flaney, du kriegst noch den Papi mit. Oder deinen Bruder. Egal, wie du es sehen willst, kriegst du mit. Jetzt ist Flanny. Support nach hinten. Auf jeden Fall ihn nach vorne, hinten. Ja. Können wir. Dann los. Auf, in die Schlacht. General, reinforcements have arrived from the capital. They clashed with Alliance forces in the outskirts of the city, but should enter the fortress soon. You let them in? Make haste and slaughter them all. Huh? Why? They are enemies. Slaughter them all. I will not say it again. Aber so Freunde. We made it in. Professor, take control from the south. I have my own tasks to do from here. There are preparations to be made for our secret plan. Alle drehen sich um. I see your skills haven't dulled yet, kiddo. What did you expect? Everyone, listen up! From now on, the Elmiran forces will be fighting by our side. We'll work as one, and we will bring down that fort together!
Ja! The impregnable fortress is a wide open prairie once you get inside. From here, we'll attack from the north and south at once. No different than a prairie, you say? You've got a strange head on your shoulders, kiddo. For Nadir the Undefeated, this should be as easy as a walk in a meadow, right? Ha! Well, goddess or death god or whoever they may be, let's crush them to dust. Die wollen fliehen. Seine Freunde sind gekommen. Ach nee, wir dürfen das einnehmen, um die Verstärkung aufzuhalten. Freunde? Ich habe keine Freunde. Das sind alles seine Freunde, Jonas. Du weißt es doch. Ich habe eher viele Feinde, aber keine Freunde. Bist du sicher, dass das nicht alles Feinde sind? Nein, das sind alles Freunde. Okay. Dann glaube ich dir mal. Du würdest mich ja niemals anlügen. Alles Freunde. Guck mal, das ist auch ein guter Freund. Guck mal. Umarme ihn. Okay. Mit deiner Freundschaft. Ups, da ist mein Bogen ausgerutscht. Tut mir leid. Oh, das war wohl zu viel Freundschaft für ihn. Das war kritische Freundschaft. Kritische Freundschaft. War zu kritisch für ihn, die Freundschaft. Ja? Ich manchmal, weißt du, manchmal kann ich meine Liebe einfach nicht für mich behalten. So viel Freundschaft hält er nicht aus, Jonas. Ja. Der ist einfach vor Freude geplatzt. Vor Freundschaft. Sie platzen vor Freundschaft. Attacke. Ein Freundschaftsplatzer. Ja. So nennt man das. Wir nehmen jetzt die scheiß unzerstörbare Festung ein. Leave it to me. Die können uns nicht aufhalten. Steady now. Das Problem ist, der Death Knight will fliehen. Den hat doch, davon spricht er jetzt gerade noch. Er spricht jetzt gerade noch von, wie er uns alle umbringen will. Aber jetzt in Wahrheit will der abhauen, der Arschloch. In Wahrheit der Angst, genau. Ja. Der Angsthase. Der Angstneid. Nein, nicht meine Soldaten. Hey. Hey, hey, hey. Hör auf, die Leute zu heilen. Das ist illegal. Das war legal. Immer doch. Ist schön, dass die Almira uns jetzt unterstützen. Dass wir nochmal am Ende noch Unterstützung ankamen. Nochmal Unterstützung kriegen. Hilfe. Ich finde es toll, dass wir Hilfe kriegen. Sonst weiß ich auch nicht, wie es ausgegangen wäre für so eine kleine Armee wie uns. Ja. Jetzt haben wir es gut. Nosferatu. Ich habe mich wieder aufgeheilt. So. Zweiter Soldat. Oder besser gesagt, zweiter von meinem Bogen getroffener Mann, der man lieber nicht aushalten kann. Tot. Und tschüss. Ja. Zu viel Liebe. Liebe. Alle, die haben einfach in ihrem Leben nicht so viel Liebe bekommen halt, ne? Die können damit nicht umgehen. Ja. Sie freuen sich jetzt alle. Das ist für die alle Neuland. Genau. Guck mal, wir haben unseren eigenen Death Knight. Oh! Die Billigversion, wenn du sie auf Wunsch kaufst. Genau. Das ist doch der Todesreiter, von dem du immer träumst, oder?
Ja, immer doch. Wenn man hört, wir haben einen Todesritter, wir haben auch einen Todesritter und der davor da auftaucht. Unser eigener Todesritter. Das ist ein ganz besonderer Todesritter. Das Todesritter Deluxe. So, zack. Ich kann von hier aus da angreifen. Interessant. Ja. Schön. Kannst du auch da angreifen? Ja. Stimmt nicht. Doch. Einen kritischen? Nee, nicht kritischen. Aber nur 6 Schaden. Ah, immerhin. Das ist gut. Immerhin. Mehr wäre besser. Auf jeden Fall diese Löcher stopfen. Da kommen so viele Leute in die Stadt rein. Definitiv viel zu viele. Sehr klug. Das war ein sehr kluger Angriff, mein Freund. Noch einer? Nochmal? Und weg. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn die uns angreifen, endet das nicht gut für die. Jedes Mal, wenn sie Freundschaft spüren. Zum ersten Mal. Ja. Spüre jetzt auch Freundschaft. Für nur 9,99 im Monat. Es steht für Freunde. Die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. Dich und mich. N steht für nukleare Waffenmagie. N steht für endlich. Haben wir mal Spaß. Oh. Die greifen Linter dann. Jonas, es geht einfach in beide Seiten. Für die gilt einfach das andere Fun-Lied. Feuer, das brodelt. Genau. Für uns wäre ein Kampf. Siehst du, für die gilt das und für uns geht das normal. Ah ja, doch, ja, doch. Ja, Wenn du es so sagst, dann verstehe ich. Macht Sinn. Wir sind die Freunde und die sind die Feinde. I won, didn't I? Ja. Attack! Los! Zack. Und jetzt nochmal ein bisschen drauf, Howie. Aui, Aui machen. Oh nein, jetzt hat er Vorteil als Fähigkeit. Die sind verloren. Wieso hat er da noch eine... Ja, Mann, ey. So, warte. Jetzt geht er... Ja, Los, komm. Jonas, jetzt aber. Zeig ihr unsere Freundschaft. Ich zeig mir meine Freunde der Freundschaft. Da, Fun. Das ist meine Fäuste der Leidenschaft. Das war meine grüne Liebe. Amazing. Ich finde schön, wie der Tank einfach nur hinten so rumgammelt. Ja, mir geht's gut. So. Zack.
Dann noch einen letzten Angriff von Claude. Mit dem guten alten Kriegsbogen. Sorry, but I must. Tut mir leid, dass ich dich umbringen musste. Undefinierbares Monster. Ich wollte es eigentlich vermeiden. Wir wollten dir nicht so viel Freundschaft geben. Die Myra schlagen sich gut alleine, ohne uns. Die kommen klar. Die sind schon erwachsen. Sich ohne uns. Ich glaube, Lintat geht einfach gleich drauf, ohne dass wir ihn jemals einmal berührt hätten. Ja, bestimmt. Hört ihr auf, meine eine Person jetzt anzuballern? Hey, jetzt kommt überall noch Verstärkung hier. Ich krieg die Krise. Schön, dass sie auch hier eigentlich... Oh, okay, jetzt zieht euch zurück. Gucken wir mal hier oben. Sorry, it's gotta be like this. Ja, es tut mir auch ganz doll leid, dass wir das machen müssen. Könntet ihr jetzt langsam mal sterben? Macht mal bitte schnell, wir haben noch was vor. Wir müssen noch ein ganzes Königreich erobern. Könntet ihr mal ein bisschen schneller sterben? Genau, wir haben eine Verabredung mit Edelgard, also bitte. Ach nee, warte mal, hier nicht, glaube ich, oder? Wieso? Klar. Hä? Ah, doch, gut. Ich weiß nicht, weil du immer gesagt hast, ja, irgendwie anders dreht sich um andere Sachen noch mit hauptsächlich, aber nee. Gut, dann. Nee, Edelgard muss ja sterben. Ich weiß, Edelgard muss immer sterben. Naja, im letzten wahrscheinlich nicht, mal sehen. Wir werden es sehen. Wahrscheinlich selbst im letzten muss wahrscheinlich auch sterben. Ja, da opfert sie sich wahrscheinlich selber oder so. Edelgard darf nicht leben. Edelgard muss sterben. Ja, wir werden das ist wie in Harry Potter. Muss sterben, mit der er sterben kann. Du hast sie also nur rot gezogen, um sie zu opfern. Ganz genau, richtig erkannt. Ja. So nice. So. Ein bisschen Heilung. Apropos ein bisschen Heilung. Aber der tut mir schon leid, dass er jetzt einfach so sterben muss. Ja. Tschüss, Lintat. Lintat. Tschüss. Auf Wiedersehen. Oh, für die letzten Worte. Keine Sorge, mein Freund, das mache ich jetzt schon. Er macht jetzt ohne ein schönes Mittagsschläfchen für immer. Das mache ich auch ohne, dass Frieden herrscht. Death Knight, ich komm dich holen. Hallo. Ey. Ey. Ein zweiter Himmel, warte mal. Den kann ich doch eh nicht treffen, wenn ich hier angreife. Der kann mich angreifen, wenn ich hier angreife. Du alter Sau, du. Ich probier's einfach mal. No risk, no fun. Death Knight, hallo. Ja, ich kill ihn.
follow. Ich glaube, das beste Death Ending haben wir eh schon gehabt. He's hiding something. It's annoying to do what he's telling us to, but we don't really have a choice. After him. Oh, das war schon. Ups. Kaspar, du darfst leben. Ups. Upsala. Da war aber wohl schnell. Oh, das war die Szene. It is coming. Leave now, or all of you will die. Tschüss. Guck mal, oben. Guck mal, da ist was. Oh, eine Sternschnuppe. Ich darf mir was wünschen. Mehr wurde ich dafür umgegangen. Run! We have to evacuate immediately! Scheiß Atombomben-Cheater hier. Verdammt nochmal in einer Mittelalter-Fantasy-Welt hier. Und dann kommen die mit Atombomben. It's just gone. Nein, sie ist nicht weg. Siehst du das nicht? Ich sehe doch noch was. Da hinten. Da sind noch Häuser und Schutt und sonst was. Also, wäre jetzt ein riesiger Krater, dann hätte ich es verstanden. Das ist weg. Aber nee. Das ist das Problem. Wir sehen, glaube ich, Death auch nicht nochmal wieder. Oder ich glaube, doch einmal sehen wir es nochmal. Ah, okay, gut. Er geht auf Reise. Hey, kiddo, what was with that javelin of light? Javelin of light. And that describes it pretty well. The fortress was supposedly impregnable, but look at it now. It's hard to imagine that the Empire would do something like that. But if not them, then who? And for what purpose? If they wanted to kill us, then why wait until now to use it? We almost died just now, and without an answer to any of that. Speaking of unanswered questions, why is Nardell here? Care to explain? I get the feeling there's something you two are keeping from us. I'll go ahead and see my subordinates off to Elmira, kiddo. Wait, Nader! Are you really just gonna leave me here and run away? I hope to see you again, Judith. And you too, Professor. I'll be praying for your safety. Nader? Are you saying that Nardell is actually Nader the Unstoppable? Der Unaufhaltsame? It's actually Nader the Undefeated. Almirans love grand titles. I knew he was no ordinary person, but to think he was the great hero of Almira. Hey, can we really afford to be chatting right now? If another one of those javelins of light falls, we're all dead. Claude, there are things I wish to ask you, but first we must hurry and withdraw. Right you are. Come on, everyone. Let's hurry up and get out of here. Ich glaube, jetzt sind glaube ich, zwei Quests bis zu It is time for Edelgard. you to explain. Oh. Why are you so close Das with ist an ja wirklich gar nicht Almiran mehr. general? Well, he did quite a bit for me when I was younger. Danach kommt er auch When noch you were ordentlich. younger. So, Oh, before okay. you joined House Regan, how and where did you meet him? There aren't many opportunities to meet a general from Almira in Fodlan. If that's what you believe, it's only because that's what you've been led to believe. After all, we have Cyril here among our allies, and he was born in Almira. Hey now, don't drag me into this. There's a big, wide world outside of Fodlan, and it's overflowing with different places and cultures. You think interacting with outsiders is odd, but isn't avoiding contact with the outside world far more unnatural? Don't change the subject, Claude. To the people of the Alliance, the Almirans are... It's true that there's a history of hostility, but why should that mean we're doomed to remain hostile forever? The Almirans aren't monsters. Just look at Cyril. Does he look like a monster to you? Hey, what's that supposed to mean? Right, Teach? What did you think when you met Nader? Zieh mich nicht mit rein. Er ist interessant, oder? Er ist interessant. Er ist interessant. Er ist interessant. I'll tell him you said that. And I'm sure that if all of you got to know him, all of your preconceived notions would change too. I know you guys, and you aren't the type of people to reject someone without trying to get to know them.
But how did Was? those Almirans even get past Fodlan's throat? I doubt my brother would just let them pass without saying anything. Yeah, about that. I actually made sure your brother met Nadir in advance. What? Lord Holst met with an Almiran general? Oh, so that's why you were so interested in my brother. But wait, they're supposed to be bitter enemies. They've fought each other several times before. I know, it was a big gamble. But rather than having me try to convince them myself, I knew it would be easier to just have them meet. They were taken aback at first, but sure enough, they hit it off. They were even drinking to their newfound brotherhood before parting. It makes sense. If you take the greatest heroes away from the battlefield, of course they'll get along. Fighting one minute and drinking together the next? Men are so weird. Ultimately, someone's bloodline has nothing to do with the friendships they forge. Relations between the Alliance and Almira is a matter we'll tackle in the future. Still, I want to take this opportunity to make one thing clear to all of you. After we defeat the Empire, I intend to tear down the walls that separate Fodlan from the outside world. I want to let people and goods come and go freely, and in doing so, eradicate prejudices about the outside world. Huh? Would it even be possible to achieve such a thing? It directly contradicts the Seros' tenets. Does it? I'm not so sure. In any case, I'm prepared for the inevitable protests and criticism. New ways of doing things are always met with resistance. During our time at the Officers' Academy, all of you overcame the barriers of birthplace, status, and ideology. Having gone through so much with all of you, I have no doubt that, in time, you'll understand. I guess there were a lot of different people there. People we wouldn't have met through the normal course of our lives. Dusker once opposed the kingdom, but there was someone from Dusker there. Brigid once invaded the Empire, but the Brigid princess was there. We ate at the same table as those people. Sure, sometimes we didn't get along, but other times we helped each other out. Can we really draw a definitive line in the sand and say one group of people is all good and another all bad? If I can realize my dream, Fodlan will be reborn. The old age will end, and we'll welcome a new dawn. But if... Save your objections for another day, Gloucester boy. That said, there are more pressing matters to discuss. Our next step is to invade the Imperial capital, right? That's right. I'm sure Edelgard is eagerly awaiting our arrival in Enbar. Reinforcements from the Alliance Lords should arrive soon. Let's make sure we're ready to greet them. Ja. Da dann. Du warst nicht, klangst nicht so beeindruckt. Doch, Ja. das war auch ganz schön. Das ist halt auch der Unterschied zwischen ihnen und die anderen drei. Naja, es denkt eher an die komplette Welt an, nur als nur an Flo. Ja, das stimmt. Mal was anderes, das auf jeden Fall. Claude's plan to call in Almiran forces succeeds, and the Alliance army captures Fort Mercius. Before they can celebrate their victory, javelins of light rain down from the sky and destroy the fort. Forced to Sogenannte temporarily Rayguns. evacuate, the Alliance army regroups at Garreg Mach until it is ready to march on Enbar, the Imperial capital. Ja, überleg mal, jetzt nehmen wir Enbar ein und dann dürfen wir gegen Edelgard kämpfen. Ja, stimmt. Und danach geht's auch noch weiter hier in der Storyline. Interessant, mal schauen, was dann kommt. Da ist noch nicht zu Ende. Ja. Da kommt der gute Stuff dann. It's almost time to invade the Imperial capital. We still don't know where Rhea is, but if she's alive, she's likely in Enbar. Hopefully we manage to find her without too much trouble. Ich frag mich, ob die wirklich noch lebt. Das kann auch schon längst tot sein. If the Empire has some reason to keep Rhea alive, then she's alive. I'm sure you must be anxious to see her again. Naja, Sliver in the Dark, ne? Ja, aber... Meine.
Du hast ja gesehen, die haben ja auch Flame entführt wegen ihrem Blut. Also wenn sie eine unendliche Blutquelle hat von diesem alten Blut. Ja. Das ist wahrscheinlich alles hier Rhea gepowert, die Atombomben und so. Wahrscheinlich. Das ist Rhea. Erneuerbare Energie, Jonas. Ist das nicht toll? Ey, ich will ja beides nicht antworten. Eigentlich nicht. Ich meine, es ist okay, wie es so ist gerade. Wir müssen sie nicht wirklich wiedersehen, wir wollen sie aber auch nicht wirklich retten eigentlich. You need to see Rhea again so you can figure out who you really are. Na gut, für so eine Antwort ist das noch okay. Ja, das ist okay, aber ich muss halt sagen, das ist, glaube ich, das eine, wo ich mich auf die in der anderen Route drauf freue. Ich mag halt Rhea halt nicht. Ja. Also Rhea gegenüberzutreten und wirklich zu töten zu wollen, ist eine Sache, die mich freut. But we're going up against Edelgard here. It won't be so simple. Nicht? Our next stop is the Imperial Capital. We've sure come a long way. What are you talking about? This is Garrick Mach. It's where we started. I didn't mean literally, Raphael. I was speaking symbolically. My earnest desire to protect the Alliance has carried me this far. It will not fail me. I am sure the rest of you all have your own reasons to fight as well. Of course, I understand that the fight will not end until we defeat the Empire. And now the time has arrived at long last to march on the Imperial capital and defeat the Emperor. It really gets you thinking, doesn't it? We all come from different places and have different goals and dreams. But thanks to those two, we were all able to come together and overcome all sorts of challenges. You are referring to Claude and the Professor, I assume? Even within our own odd group, those two are particularly unusual. Oh, so you are aware that you're odd. Well, it was simply a figure of speech. I am speaking about Claude and the Professor right now. They're like the wind and the trees. Huh? Claude and the Professor are? What does that even mean? And who is which? Oh, I was just thinking that if we're the birds, then those two are like the trees and the wind. The Professor is a great tree that kindly embraces us and watches over us as we perch on its branches. And Claude is like the wind, pushing us forward as we soar across the open sky. The metaphor about the Professor is solid, but I think Claude just blows us around on a whim. Still, we owe him a lot. I think that's beautiful, Marianne. I can really picture it. When this war is over, I'd love to paint a picture of those two. Oh, and of all the people we've fought with as well. You mean like a historical painting? I like that. Maybe our descendants will look at it a long, long time from now. I must say, that piques my interest. I look forward to seeing how you portray my valiant efforts. When you put it that way, we may be witnessing one of the greatest events in Fodlan's history. It's a lot of pressure, but the sense of duty I feel is even stronger than the fear. I'm just happy to be here with all of you. I won't get scared, no matter what we face. We have our goal. Enbar, the Imperial capital. Let's get to work. Auf, Jonas. Ich fand, das war eben ein wunderschönes Gespräch zwischen den ganzen Charakteren mal. Ja, schönes Gespräch, definitiv. Der so beschreibt, was die eigentlich alle antreibt oder wie sie es von uns halten. So, ne? Finde ich sehr schön. Ja, das stimmt schon. Gut, Leute, beim nächsten Mal gehen wir Enbar auf den Sack, töten die alle, nehmen die Hauptstadt ein, töten die Edelgard. Und dann gucken wir weiter. Und dann sage ich euch, Leute, da kommt der gute Stuff. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.